Mein Dissertationsthema hat sich mit der Steuerung und Messung von Nachhaltigkeit beschäftigt und ich habe das speziell angewandt auf Kommunen in Deutschland, aber eben auch weltweit ist das einsetzbar. Und ja, der Schwerpunkt lag einfach, ein System zu entwickeln, was eben die Komplexität des Themas darstellt und was vor allen Dingen auch einen systemischen Zusammenhang hervorhebt. Mich hat motiviert mein Job. Ich arbeite in einem großen Konzern, der sich mit der Wasserver- und Abwasserentsorgung beschäftigt und ja natürlich auch mit sauberem Trinkwasser, natürlich auch ein ganz wichtiges Thema der Nachhaltigkeit einzahlt. Wir werden eine entsprechende Berichterstattung umsetzen müssen, wo wir auch über die Nachhaltigkeit, die das Unternehmen umsetzt, einen Report schreiben müssen. Und da hat mich das sehr motiviert, entsprechend dort eine vertiefende Arbeit anzufertigen. Ja, das Thema hat sehr viele praktische Bezüge zu meinem Job. Und nicht nur zu meinem Job, sondern auch gerade zu Verantwortlichen in anderen Unternehmen, auch in Verwaltungen, wo Nachhaltigkeit ein komplexes System ist und wo wir in Deutschland zum Beispiel auch mit dem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz ganz konkret auch Umsetzungen in der Beschaffung, im Procurement vornehmen müssen. Und das ist das, was mich unmittelbar in meinem Job hier die Anwendung klar werden lässt. Ich komme gerade von meiner Verteidigung. Ich bin also gerade auch noch etwas auf einem etwas höheren Puls unterwegs. Ja, das ist natürlich wie bei jeder Prüfung ein entsprechender besonderer Moment. Eine gewisse Aufgeregtheit ist dabei. Aber ich kann sagen, wer sich gut vorbereitet, wer hier wirklich sehr exzellent auch eine Dissertation nach allen wissenschaftlichen Kriterien und die Unterstützung dafür bekommen wir ja auch von dem PhD Club hier umsetzt, der hat eigentlich alles richtig gemacht und muss sich dann nicht bei einer Verteidigung oder vor einer Verteidigung fürchten. Aber die Aufregung bleibt natürlich, wie man mir wahrscheinlich etwas auch ansehen mag. Ich habe das Promotionsprogramm ganz bewusst ausgesucht. Ist es vereinbar zwischen Job, Familie und kann ich es schaffen? Ist es also für mich auch erreichbar im Rahmen meiner beruflichen Beanspruchung? Und wie sind die Möglichkeiten der Unterstützung, die technischen Möglichkeiten der Unterstützung? Und das hat mir sehr gut gefallen bei diesem Programm, weil es ein professionelles Team gibt, was wirklich die Anforderungen der Universität, die eigentlich mehr in der technischen Begleitung einer Dissertation liegen, mir abgenommen hat, was mir das Ganze sehr erleichtert hat. Aber ich muss jeden enttäuschen, der vielleicht sagen würde, naja, ich mache eine Dissertation dann eben mal so. Also die Arbeit bleibt und das ist auch gut so, dass man seinen eigenen wissenschaftlichen Beitrag dort auch wirklich leisten muss. Und das wird auch sehr streng beurteilt. Aber man muss sich nicht fürchten, wenn man ein gutes Thema hat und es gut aufbaut und sich an die wissenschaftlichen Regeln hält, dass da der Erfolg ausbleiben wird. Vielleicht noch einen guten Tipp an alle, die jetzt sich überlegen, ob sie so ein Programm starten wollen. Nur Mut. Man kann dort sehr erfolgreich sein und es ist auch keine Frage des Alters. Das sieht man ja vielleicht auch bei mir, dass ich nicht mehr ganz so frisch von der Uni gekommen bin. Und es ist einfach, wenn man die Vorgaben der Universität gut befolgt, wenn man die Empfehlungen, die vom PhD Club kommen, beherzigt, kann man eigentlich mit seiner wissenschaftlichen Arbeit voll durchstarten. Und es ist auch gut, wenn man mal einen Tag hat, der nicht so gut vielleicht aussieht für einen selber, dann zu sagen, gut, heute ist nicht mein Tag, aber morgen mache ich weiter. Also dranbleiben ist auch ganz wichtig, dass wir das auch in kürzester Zeit schaffen.